So, und da geht's auch direkt weiter. Ich will ja noch mal gucken. Nach der Folge hier muss ich zwar mal ein bisschen schneiden, aber natürlich will ich euch noch nicht vorenthalten, was hier weiter passiert. Ich bin ja selber so aufgeregt. Und dann gucken wir mal. Tausende von Berechnungen waren nötig, um die Atombombe zu bauen und ihre Wirkung zu ermitteln. Computer und Atombombenprodukte des Zweiten Weltkrieges haben sich gemeinsam entwickelt. Schnelllesen ist angesagt. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Yes, okay. Ah, wie krass. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85.
When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Alles klar. So, jetzt sind wir am Start. Da er die Maske jetzt nicht abnimmt, stellen sich mir zwei ganz einfache Fragen, die ich gerne beantwortet hätte. Sind wir immer noch der alte Snake? Ist das ein jüngerer Snake? Ich habe irgendwie den Kontext jetzt nicht kapiert. Ist das hier ein Rückblick? Dann heißt er auf einmal Raiden. Das würde ja nicht dazu passen, dass es ein Rückblick ist. Aber seine Stimme klingt viel jünger. Also die haben auf jeden Fall hier den Synchronsprecher geändert. Ja. Und nee, da gibt es so ein paar Dinge, die mit denen komme ich noch nicht ganz so klar. Ja. Aber gut. Bumm. Ja, cool. Ja, ja, ist okay. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. Ich erkläre dir. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Okay. Push it in rapid succession to swim faster. Okay. Change your heading with the left stick. Ja. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. Alles klar. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Okay. Geht klar. Cool. Also haben sie super gemacht. Muss sagen. Man sieht halt nur nichts. Aber hier unten scheint nichts weiter zu sein. Gehe ich mal davon aus. Okay, weiter runter geht's auch nicht. Gut, dann können wir jetzt wieder... Dann können wir jetzt wieder hoch und ja. Dann in dieser Area loslegen. Area loslegen. So, ja, genau. Also, wenn ihr das mitbekommen habt, schreibt's mir doch bitte mal in die Kommentare, denn ich bin hier irgendwie ein bisschen doof, was das gerade betrifft, weil hier ist irgendwie, fehlt mir der Kontext dazu, was jetzt hier passiert ist. Ich meine, klar, habe ich es auch gesehen, ne? Keine Waffe, cool. Also nicht cool. Na gut, okay, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Los geht's. Ration nehmen wir immer gerne mit. Gott. Hier ist nichts weiter. Mal ein bisschen umgucken. Vor allem, wenn man nichts hat, ne, ist alles wertvoll. Da müssen wir nochmal darüber. Tut mir leid. Aber ich will... Wie gesagt, ich brauche Futter. So, da können wir reinkriechen. Wenn ihr das gesehen habt.
Da werden wir auch gleich reinkriechen. Ich will eigentlich nur noch diese Ration da hinten. Die wir, denke ich mal... Oh! Oh! Alien View. Okay. Komme ich hier gleich irgendwo... Naja. Ich bin dein Vater. Ach ja. Also er scheint wirklich ein Stück jünger zu sein. Also, jetzt mein... Keine Ahnung. Immer, wie schön der das macht. Boah. Wie er es einfach drauf hat, ne? Ab zu den Maden. Soll ich hier was sehen? Nee, ne? Ach ja. Habe ich noch was anderes? Spürt Lebensfunktion auf, vibriert bei näheren Gegnern. Okay, das ist für die, die ohne spielen. Ohne, ihr wisst schon, Radar. Fernglas. Auch nur mit Zoom und so, aber keine Nachtsichtbrille. Ich bin hier drin also irgendwie gerade total gefangen. Ah ja. Okay. Hier scheint es aber trotz dessen nicht weiterzugehen. Aber zum Gucken war es mal ganz interessant. Halt. Jetzt muss ich gestehen, weiß ich nicht mehr, wo wir gerade sind. So würde ich sagen, wir brechen mal hier vor. Gucken mal, was da hier passiert. Ach ja. Okay. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich will jetzt einfach wieder da rein. Ach, Leute. Diese Steuerung. Danke. Meine Güte. Hier ist zu. Hier geht's, denke ich, wieder nach vorne raus. Hier ist auch zu. Okay, ich hab's kapiert. Das ist alles. Aufstehen. Genau. Meine Güte. Okay. Entschuldigung. Wir haben hier alles abgesägt. Abgesucht, meine ich. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Also, dass er so nachfragt, impliziert, dass, na? Raiden, you should be used to the controls by now. Proceed with your mission. The clock is ticking. Get on the elevator on the far side of this area and get to the upper section of the big shell. Kein Problem. Okay.
Das wird wieder so eine Schleichoperation. In sowas bin ich überhaupt nicht gut. Ehrlich nicht. Hä? Hä? Wow. Oh, Moment. Ich bin nicht Snake? Bin ich Liquid? Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Oh, komm schon jetzt. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Ist richtig mitgekriegt, schlafen die jetzt noch oder nicht? Keiner hat gesagt, dass das so wehtut, verdammt nochmal. Keine Ahnung. Was soll jetzt eigentlich das Schiff gewesen sein? Soll das ein bisschen Spaß oder where is ich bin am 24.12. Den Rest verraten wir nicht. Und ich bin, was bin ich denn? Ach, wir lassen es bei Germany. So. Bin am 24.12. geboren. Download. Ja. Fullscreen. Ja, genau. Normal. Beobachtungsperspektive. Ach, passt schon. Quick Change, unequipped, ja genau, Item Windows Group, jawohl, und Back to the Title Screen. Okay. Sieht gut aus. Waren wohl die Konfigurationen für das Spiel jetzt mit, ich vermute, dass wir Liquid sind, aber wegen den Haaren. Aber wer weiß das schon so genau? Jetzt. Hä? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Was soll das? Wie willst du mir jetzt erzählen, dass es das war, oder?
Moment. Okay. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich kläre das ab bis zum nächsten Mal, ob wir jetzt hier verarscht werden, ob das wirklich jetzt alles war oder was hier überhaupt abgeht. Alles klar. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Bleibt mir treu. Like und Abo wäre toll und ein Kommentar, wie ihr das Spiel bisher findet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.